Kaum zu glauben, aber wahr, die Steuerfahndung jagt nun auch auf TikTok und Instagram nach Steuersündern. Darüber wollen wir in diesem Video sprechen. In unserem heutigen Video geht es zwar um einen Fall aus Griechenland, aber man kann sich sehr gut vorstellen, dass das Gleiche auch in Deutschland so passieren würde. Die Neue Zürcher Zeitung berichtete im Februar 2024, dass die Steuerfahndung hier einige Steuersünder über Social Media, das heißt auf TikTok und Instagram, wohl zur Strecke gebracht hat. Wie ist es in dem konkreten Beispiel dazu gekommen? Die griechischen Medien waren voll von Berichten über die sogenannte Hochzeit des Jahres. Es geht um die TV-Moderatorin Elisabeth Eletchi. Ob ich den Namen richtig ausspreche, weiß ich leider nicht. Sie war in Survivors Greece und heiratete im Dezember einen Arzt aus Griechenland, Nektarios Lemonidis. So, hier hat sie ihre Vorbereitungen zur Hochzeit sehr umfangreich auf Social Media dokumentiert, hat genau aufgeschrieben, hier, ich habe einen Verlobungsring bekommen für 15.000 Euro, die Hochzeit kostet 50.000 Euro, dieses und jenes. Tatsächlich ließ die Feier auf einem edlen Anwesen bei Athen nichts zu wünschen übrig. Maßgeschneidertes Brautkleid, prächtiger Blumenschmuck, Ballon, Torten bis zum Auftritt eines bekannten griechischen Popstars. Alles war da. Selbst die Visagistin von Naomi Campbell konnte Elisabeth hier für ihre Hochzeit buchen. Elisabeth hat über 800.000 Follower auf Instagram und wie gesagt, sie hat dort fleißig gepostet. Und wer hat auch zugeschaut? Die Polizei. Besser gesagt, die Steuerfahndung. Denn dort gibt es offensichtlich in Griechenland eine Spezialeinheit der Steuerfahndungsbehörde AADE. Diese durchkämmt täglich die sozialen Netzwerke nach Hinweisen auf Steuersünder. Unsere liebe Elisabeth hat natürlich gleich ihre ganzen Dienstleister dann auch getaggt in diesem Post, sodass es ein Kinderspiel war für die Steuerfahndung, diese dann alle am gleichen Tag in einer groß angelegten Aktion zu besuchen und mal zu prüfen, ob sie auch diese Einnahmen aus der Hochzeit tatsächlich bei der Steuer gemeldet haben. In Griechenland gibt es nämlich für Selbstständige auch ein Echtzeitsystem, wo diese letztlich verbuchen müssen, wann sie hier Einnahmen generieren. Das wird dann direkt an den Staat gemeldet. Man konnte also hier relativ leicht feststellen, ob die Einnahmen gemeldet wurden oder nicht. Tatsächlich kannst du dir vorstellen, wie diese Geschichte weitergeht. Der bekannte Konditor der Hochzeitstorte als auch der Schneider haben keine Quittungen erhalten und sie behaupteten, auf ihrer Steuererklärung in den letzten Jahren nur Verlust gemacht zu haben und deswegen überhaupt keine Steuern zu bezahlen. Der Hochzeitsplaner war nicht mal beim Finanzamt gemeldet. Der Juwelier behauptete, dass er seit 2017 nur 3.000 Euro insgesamt an Umsatz gemacht hat. Und wie gesagt, ich hatte ja gesagt, Elisabeth postete, dass der Verlobungsring 15.000 Euro kostete. Gut, vielleicht hat ihr da der Verlobte auch einen Bären aufgebunden. Wer kann das schon mit Sicherheit sagen? Und der bekannte DJ, der hier bei der Hochzeit spielte, macht angeblich nur 200 Euro Umsatz im Monat. Was will man dazu sagen? Griechenland, das sind eben die Weltmeister bei der Steuerhinterziehung. Es wird von einer Schattenwirtschaft in Höhe von 21% des Bruttoinlandsproduktes ausgegangen. Andere sagen sogar 30%. Laut der Tageszeitung Katimirini deklarieren 71% der Freiberufler, 71%, ein Einkommen, das niedriger ist als der Mindestlohn von 910 Euro. Die Katimirini deckte kürzlich auf, dass Taxifahrer im Jahr 2021 ein Durchschnittseinkommen von nur 310 Euro im Monat angeben, Friseure sogar nur 285 Euro, Installateure 635 Euro, Zahnärzte 675 Euro. Stell dir mal das vor. Inzwischen kämpft hier auch die griechische Regierung natürlich gegen diesen eklatanten Steuerbetrug an und hat für Selbstständige ein Mindestverdienst von 11.000 Euro pro Jahr angenommen. Auf den müssen nun Steuern bezahlt werden. Zudem müssen die besteuerten Belege für Waren und Dienstleistungen in Höhe von mindestens 30% ihres Einkommens vorlegen. Daneben werden auch die Bürger aufgerufen,
Steuersünder den Steuerbehörden zu melden. Natürlich, man spricht hier von Denunziantentum. Andere wiederum glauben, dass hier die Bürgerpflicht getan wird, wenn man dafür sorgt, dass der Staat eben sein Auskommen hat. Was der Staat zusätzlich macht, ist, dass er jedem Bürger, der letztlich hier einen solchen Fall meldet, eine Belohnung auszahlt, und zwar sofort in Höhe von 100 € bis 3.000 €. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt eine App, die kann jeder Grieche nutzen, und mit dieser App kann er in Echtzeit sehen, ob das Geschäft, ob der Freiberufler die Einnahmen hier hat offiziell verbucht bei der Steuererklärung. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, das geht per Echtzeit. Und wenn der Bürger dann sieht, dass diese Einnahmen nicht verbucht werden, weil zum Beispiel der Dienstleister eine schwarze Kasse verwendet oder eine Kasse, die nicht verbunden ist mit dem System des Staates, dann kann er ihn melden und bekommt eben diese Belohnung von 100 € bis 3.000 €, je nach Höhe des Betrages, direkt auf sein Konto ausbezahlt. Es ist ganz klar, viele Griechen sind daran interessiert. Insgesamt haben schon über 250.000 Personen diese App heruntergeladen. Und es wurden bereits jetzt über 150.000 Beschwerden eingereicht. Unsere Elisabeth mag das wenig kümmern. In den sozialen Netzwerken postet sie weiter fleißig Bilder von ihrer luxuriösen Hochzeitsreise nach Bali. Es dürfte allerdings sicher sein, dass die Steuerfahnder nun sehr genau prüfen werden, ob ihr deklariertes Einkommen mit den geschätzten Lebenshaltungskosten im Einklang steht. Nun könnte sowas auch in Deutschland passieren. Noch sind wir nicht so weit in Deutschland, aber natürlich, es ist absolut vorstellbar, dass das Ganze auch dort möglich wäre. Natürlich ist auch in Deutschland die Steuerbehörde nicht auf den Kopf gefallen. Vielfach wird auch schon, gerade dann, wenn ein Steuerzahler, der im Ausland ist, erreicht werden soll, soziale Netzwerke, aber auch einfach Google verwendet, um nach dem Steuerzahler zu suchen. Da gibt es einige Fälle, wo wir Mandanten hatten, die eigentlich dem Finanzamt keinen Kontakt hinterlassen hatten, auf einmal eine E-Mail vom Finanzamt bekommen. Woher hat das Finanzamt die E-Mail-Adresse? Naja, der erscheint eben bei irgendeiner Webseite hier als ein Kontakt. Also solche Dinge sind natürlich auch in Deutschland zu erwarten oder werden auch schon hier so entsprechend umgesetzt. Ob eine App sich in Deutschland rentieren würde, man muss es sehen. Also tatsächlich würde man sagen, dass ja in Deutschland hier die Bereitschaft, die Steuern zu zahlen, natürlich sehr viel höher ist wahrscheinlich als in Griechenland. Einen solch plumpen, eklatanten Steuerbetrug wie hier in Griechenland in diesem Beispiel wird es sicherlich in Deutschland so in der breiten Masse nicht geben. Dazu muss man natürlich sagen, dass in Deutschland auch schon die Systeme direkt hier mit dem Finanzamt zum Teil verbunden sind, dass man eine bestimmte Kassen und bestimmte Kassensoftware einsetzen darf. Das sind natürlich alles Dinge, die es lange auch schon in Deutschland gibt. Generell kann man hier aber sicherlich sagen, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, hier Technik zu verwenden und natürlich auch Dinge wie KI, die ja hier auch unglaubliche Möglichkeiten bietet, werden hier weiterhin vielfach umgesetzt werden. Ich würde daher jedem grundsätzlich raten, auch wenn er steuerlich absolut alles korrekt gemacht hat, hier sehr vorsichtig zu sein, was genau auf sozialen Medien gepostet wird. Ja? Das ist in dem Augenblick, wo man das postet, wirkt es immer sehr harmlos und man ist sich der Konsequenzen nicht bewusst, die solche Posts haben können. Aber langfristig gesehen ist es natürlich damit perfekt möglich, jemanden hier komplett auch zu tracen, komplett zu verfolgen, wo sich jemand aufhält und dort auch ein entsprechendes Profil von jemandem zu erstellen. Das heißt, da würde ich sehr bewusst hier Posts machen, wenn ich möchte, dass ich an einem Ort gesehen werde, aber dann keine Posts machen, wo mir das eigentlich nicht so lieb ist, einfach um die Privatsphäre zu schützen. Natürlich nicht, um irgendwelche Steuern hier nicht bezahlen zu müssen. Davon würde ich ausgehen, dass das sowieso jeder korrekt macht. Der beste Weg sowieso, um Steuern zu sparen, ist natürlich nicht hier den Staat zu hintergehen und Steuern zu hinterziehen, sondern in ein Land umzuziehen, wo es tatsächlich weniger Steuern gibt, sodass du dann hier gar keine Steuern hinterziehen musst, weil du entweder gar keine oder sowieso nur sehr geringe Steuern bezahlst. Wenn das auch ein Thema für dich ist und du über den Umzug ins Ausland nachdenkst, lade ich dich ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu dürfen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit.
Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.